Jetzt, wo wir hier ja mal bei einem Bierchen zusammensitzen, während des Schreibens habe ich ja ganz viel gelernt, was ihr so zum Thema New Work auch aufgenommen habt. Der Moment, als Michael entdeckte, ihr habt das gar nicht erfunden. Da gibt es schon Leute, die haben sich dazu Gedanken gemacht, a.k.a. Frithjof Bergmann. Wie seid ihr darauf gekommen, zu sagen, wir kennen das Thema auch noch nicht, beziehungsweise wir fangen an, es überhaupt für uns greifbar zu machen, aber wir machen gleich ein Buch? Willkommen bei Svanches Nacht. Ja, also in meinem Studium nannte man das Souveränität bei völliger Ahnungslosigkeit. Heute weiß ich, Buchschreiben ist ein anspruchsvoller Prozess und man muss was zu erzählen haben. Nein. Also tatsächlich die Lust zu sagen, es gibt da ein Thema, das muss ich schon sagen. Und es gab ja wirklich dieses Gespräch zwischen uns beiden beim Frühstück in Lissabon. Und da habe ich gemerkt, Michael brennt ja immer für die Themen. Das zündet mit an. Und meinte, Michael brennt auch für die Themen, das zeige ich aus. Keep the fire. Ja, dann war es halt so, lass mal brainstormen dafür, was man halt so macht. Nee, lass mal brainstormen. Und da ich dann immer gefilmt habe, waren wir dann spazieren. Und dann meinte ich so, ja, und das ist doch jetzt noch voll cool, wenn wir dann halt so die Interviews noch aufzeichnen. Michael sagte, jo, dann machen wir einen Podcast dazu. Und so kam das dann halt. Und so hat sich das dann verselbstständigt. Also es hat sich wirklich verselbstständigt. Und dank euch beiden, die dann auch durchziehen, ist dann ja das Ganze auch dann wieder aufgenommen worden. Ihr habt da sogar 2 Versuche unternommen, ist das richtig? Ja, das Ja, aber anderthalb, weil einen haben wir zusammen unternommen und dann hat Michael sich nochmal rangesetzt, heldenhaft. Um gegen den Corona-Blues anzuarbeiten. ja. Jetzt sind natürlich vielleicht Leute auch ein bisschen neugierig geworden, was ihr da so zusammengeschrieben Ja, habt. das wird eine Spezialausgabe. Da also, Warum das nie das Licht der Welt bisher erblickt hat. Was macht ihr damit? Wird noch irgendwas passieren? Wird das irgendwann nochmal meinst, released als Faust 1, Faust 2 und Urfaust. irgendwie so? Die Antwort ist nicht ganz einfach, aber ich versuche sie trotzdem mal auf den Punkt zu bringen. Als wir diese 250 Seiten innerhalb von 2 Wochen ausgespeichert hatten, das war eine typisch männliche Geschichte. Wir sind morgens um 5 Uhr aufgestanden, Christoph um 4:30, um noch zu meditieren. Und haben uns abends gebrüstet, wer mehr Seiten geschrieben hat. Es war eine Challenge. Kein Scheiß, ne? Also, Wir haben dann ab und zu mal Also ich kenne euch ja auch, ich traue euch das zu. Wir haben dann ab und zu mal in die Kapitel reingeguckt und dann dachten wir, okay, jetzt sind wir ja fertig. Sind nach Hause gefahren, haben weiter Podcast gemacht und haben gedacht, naja, jetzt muss man irgendwie nochmal einen Verlag suchen und dann kann man mal reingucken und so weiter. Dann haben wir es irgendwann mit klarem Kopf angefangen zu lesen und haben uns wahnsinnig erschrocken, weil es eigentlich eine Ausspeicherung unserer persönlichen Erfahrungen, unserer Irrungen und Wirrungen war und relativ selbstmitleidig geschrieben. Und sehr wenig das, was wir eigentlich machen wollten, nämlich diese Podcast-Gespräche nutzen, um das aufzuschreiben, was andere Menschen denken. Also wir waren sehr dicht an unseren Themen, sehr dicht an unseren Irrungen und Wirrungen und das war einfach zu dünn. ja, und es waren erst 30 Gäste und also wir hatten nicht annähernd die Storys. Und was mir aufgefallen ist, also wir haben irgendwann dann in der Corona-Pandemie Folge 200 aufgenommen. Ja. Nee, am Anfang, ganz am Anfang der Pandemie. Und dann nochmal durchgegangen mit nochmal 100 Folgen. Und beim Schreiben jetzt ist mir aufgefallen, ich so, holy cow, das sind halt viele Folgen. Und auf einmal waren halt Storys da. Wenn du gefragt hast, so, gibt's was dazu, können wir ergänzen. Und was ich immer gut fand, dass ja dann jetzt Sachen reinkamen von dir, aus deiner Erfahrung, dann konnte ich was beisteuern. Und das ist ja auch nicht einfach, bei 3 Menschen das irgendwie zusammenzubringen. Aber das mit den Gästen anzureichen. Und so ist es jetzt ein Buch geworden, wo man sagt, so, da sind viele Leute, die was zu sagen haben. Das fand ich jetzt irgendwie spannend in dem Prozess. Michael, was fandest du am schwierigsten? Also es war ja auch deine Idee, mich dazu zu holen, deshalb warst du auch ein bisschen gebiased. Aber so in deiner stillen Stunde, was war am schwierigsten, das jetzt zu dritt zu machen und jemanden komplett Neuen dabei zu haben? Am schwierigsten dabei war, dass Christoph und ich natürlich eine Vorgeschichte hatten, dass wir
gut 200 Gespräche geführt haben, bevor wir dich kennengelernt haben und im 226. Gespräch dich dann richtig kennengelernt haben. Und das in Einklang zu bringen und wirklich zu sagen, jeder von uns dreien hat seine persönliche Geschichte, seine Erfahrung, seine Rolle und diese gemeinsame Geschichte, die Christoph und ich eingebracht haben, nicht zu groß werden zu lassen, aber auch nicht zu vergessen. Das war schwer. Und dann in Situationen, wo es so etwas wie ein 2:1 gab, nicht immer zu sagen, okay, wenn ich bei den 2 dabei bin, dann ist das die richtige Seite, sondern zu sehen, okay, es kann auch mal sein, dass die 1, die einen anderen Blick auf die Sache hat, die richtige Perspektive hat. Und da ist mir nochmal klar geworden, wie wichtig so ein Lektor ist, der uns dann auch immer wieder runtergeholt hat, geerdet hat und dann auch häufiger mal die Perspektive des vielleicht Dritten von uns dreien, der dann mal eine andere Perspektive hat, einzuholen. Was war der erste Gedanke, als ich dich gefragt habe, liebes Svante, kannst du dir vorstellen, mit Christoph und mir ein Buch zu schreiben? Der erste Gedanke war, hast du Christoph gefragt? Weil ernsthaft. Was war dein zweiter Gedanke? Der zweite war, ich hätte total Bock, aber frag Christoph. Weil ich muss dazu sagen, weil du ja auch jemand bist, der ganz schnell Ideen hat und sehr integrativ ist. Ich aber aus eigener Erfahrung natürlich manchmal weiß, so, hey, man kann nicht jeden integrieren und man muss es erstmal in dem Team, das aktuell da ist, abstimmen. Und du kannst dir immer sehr viel, sehr schnell vorstellen. Und andererseits wusste ich irgendwie, naja, ihr habt den Podcast, das sollte euer Ding werden. Wie offen ist Christoph dafür? Und umso mehr habe ich mich gefreut, als er sagte, ja, ihr habt gesprochen und du hast da total Bock drauf. Mhm. Also vielen Dank an euch beide. Ja, was waren deine Lowlights? Weil du hast, also wenn wir jetzt mal Klartext im Sinne von einer Uni-Arbeit sprechen. Früher war ich immer der Fleißigste bei den Uni-Arbeiten. Hier bin ich das faule Glied in der Kette, muss man ganz klar sagen. Und du die Fleißige. Was waren deine Lowlights im Schreibprozess und was kann man daraus lernen für Teams? Also, das nächste Buch. Das nächste Buch. Genau. Ich hatte auf jeden Fall Bock. Also was so Lowlights waren teilweise unsere WhatsApp-Zickereien, die wir einfach nur mal hatten, wo ja auch jeder von uns sagte, naja, wir müssen es doch eigentlich besser können. Und auch teilweise so die Unsicherheit, die wir im Sommer hatten, als nicht klar war, wie geht's weiter. Du auch mal gesagt hast, boah Leute, das wird mir irgendwie zu viel, das ist nicht mein Tempo, ich habe irgendwie ein anstrengendes Jahr, wir haben ja irgendwie Corona-Action und ich bin raus und Michael und ich uns dann angeguckt haben und dachten, okay, wie kriegen wir das hin? Und dann habe ich im Google Drive gearbeitet und ich denke so, er schreibt wieder. So, ja, auch nicht nur danke, sondern ich dachte so, irgendwie, jetzt haben wir gerade irgendwie Urlaube abgesagt und so, die Kapitel neu aufgeteilt und dann hattest du wahrscheinlich, weil der Druck weg war, neue Energie gefunden. Ich würde es gar nicht, im Nachhinein ist das natürlich alles irgendwie nicht nur Lowlight, aber das war schon echt spannend und das war auch so die Dynamiken zwischen uns und ich hab heute so das Gefühl, dass als wir diese ganzen Aufnahmen gemacht haben und so zusammensitzen, dass ich so das erste Mal auch so Abstand zu diesem Projekt habe und sage, wie geil. Und wie geil, dass wir 3 das gemacht haben und nicht mehr funktioniere im so, wer checkt den zweiten Umbruch und es muss noch alles durchgeguckt werden, sondern jetzt ist irgendwie für mich echt ein schöner Moment und da auch Dank an dieses Team und das Team und das Team, also das ganze Team. An die Hebamme, die wir vorhin zugeschaltet hatten. Genau, weil diesen Moment, den habt ihr uns heute geschenkt, dass wir mal so einen Schritt zurückgehen dürfen, um das Ganze anzugucken. Schließe mich an. Habt ihr noch Fragen? Schau ich, wie wir aus diesem Sturm dem Sturm rauskommen, der hier draußen läuft gerade. Ich bin eigentlich durch. Ich habe ausgespeichert, ich durfte alles sagen, was in mir war. Ich war heute sehr weich. Nicht auf Konflikt ausgelegt und gehe heute Abend sehr, sehr dankbar und vorfreudig aus diesen Räumen. It's Friday. Thank God it's Friday. Dankeschön.